was du dir nimmst an Material oder was dein Ausgangspunkt ist, ist halt relativ gleich. Man kann da irgendwie relativ frei arbeiten. Es war jetzt einfach so meine Idee, jetzt machen wir mal was zur Farbe Blau. Ich sehe das eher so als eine Anregung. Dann schießt man sich dann ja irgendwann so drauf ein und man sieht auf einmal so ganz viel Blau, wo man es davor vielleicht gar nicht so gesehen hat. Das finde ich dann irgendwie ganz interessant. Also, es ist ja so wie so ein Spiel, in dem man sich eigentlich total gut verlieren kann. Saugt einen ja schon fast so ein bisschen rein, also wenn man sich dabei, also für mich zumindest, wenn ich mich versuche dabei zu unterhalten, irgendwann bin ich dann so, oh, da ist schon wieder was Blaues. Wenn man sich so ein bisschen mit Grafik beschäftigt, beschäftigt man sich eher weniger mit 3D, würde ich sagen. Aber kann man halt irgendwie ganz gut machen. Wenn man jetzt irgendwie an diese ganzen Adobe-Programme geht, hat man halt einfach so schnell so eine Lähmung, weil die halt einfach alles können, aber dadurch auch so krass komplex werden, dass man das Gefühl hat, irgendwie dass es halt sehr schnell frustrierend wird. Und das Problem haben wir mit Paint 3D nicht. Also das Coole ist ja, dass es so sehr selbsterklärend, das Programm. Und man kann damit einfach so rumspielen und man fängt eigentlich immer erstmal mit einem Bild an. Das ist quasi so die Vorgabe, weil entweder hast du, wenn du das Programm öffnest, hast du einfach eine weiße Fläche oder du öffnest es direkt mit einem Bild, dann hast du dein Bild zentral als 2D-Ebene und dann kannst du darum herum wiederum irgendwelche 3D-Objekte, entweder die du dir reinlädst oder halt irgendwie selber malst oder so, kannst du dann da reinladen und dann hast du quasi erstmal immer so dein Bild. Das wird bei mir dann immer irgendwann relativ kaum mehr ersichtlich, dass das mit einem Bild startet, weil die Figuren und so, der Aufbau drumherum einfach irgendwann so groß wird, dass man das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ich arbeite selber total assoziativ damit, habe vielleicht irgendwie anfangs irgendwie so eine Grundidee oder halt zum Beispiel einen Text oder eine Erinnerung oder eine Reise oder ein Foto oder was auch immer oder ein selbstgemaltes Bild oder whatever und dann assoziiere ich dazu. Und dann bin ich einfach rumgegangen und habe geguckt, was ist denn alles so blau. Das sehe ich dann eigentlich immer erst im Prozess, was dann da tatsächlich passiert oder dabei rauskommt. Ich wollte eigentlich ein Foto bearbeiten, dann macht man irgendwie halt Öffnen mit und dann wurde mir Paint 3D vorgeschlagen und ich war so, oh, okay, gut, Paint 3D, wieso nicht? So, und dann habe ich dieses Programm so ein bisschen entdeckt. Und dann kann man halt eben immer gucken, wo bringt es einen dann hin. Und ich meine, Themen hat man ja schon auch viele und irgendwann kann man die dann miteinander verbinden und dann kann man daraus wieder was Neues entstehen lassen. Also was es halt vor allem gibt, ist ja dann Karosserien, irgendwie Autos, Fahrräder und Mülltüten, das gibt halt viel, dann Graffiti und so, aber findest jetzt ja keine blauen Blumen oder so, gerade im Herbst. Zu schnell? Ist ja wahrscheinlich schon auch eine Sache, die man halt gelernt hat. Sachen, die man sieht oder so aufzunehmen und dann in eigene Arbeit umzuwandeln. Und was einen da beeinflusst, ist halt, keine Ahnung, eigentlich so wie alles beeinflusst einen dabei. Entweder was sind Sachen, die man gesehen hat oder Sachen, die man halt toll findet aus irgendeinem Grund und oder Scheiße. Kann ja irgendwie so alles Mögliche dein Antrieb sein. Gut, jetzt wäre es fertig. Jetzt können wir uns angucken. Also man kann hier so zeichnen mit, also entweder in 3D, man kann aber in 2D zeichnen. Also man hat aber auch so, also man kann frei zeichnen, dann hat man aber halt auch so vorgegebene Figuren, die man nutzen kann.
einen Zauberstab, um Sachen so ein bisschen freizustellen. Man kann natürlich auch so ein bisschen mit Farbe rumspielen. So, und dann kann ich jetzt hier eben einstellen, will ich, dass es einfach so dreht oder schaukelt oder springt. Wenn es so wackelt. Das war's so. Viel mehr geht nicht. Der Faden ist gerissen von Michel Foucault. War bei dem GIF zum Beispiel die Inspiration, nur um nochmal zu zeigen, wo Inspiration auch herkommen kann. Es ist ein simples 3D-Programm, was wirklich eigentlich so ziemlich jeder bedienen kann. Also ich habe so angefangen vor einem halben Jahr vielleicht. Hab dann Leuten immer mal wieder was geschickt und dann angefangen für ein Projekt zu arbeiten, wo es um Erinnerung geht. Ich fühle mich absolut nicht als digitaler Native und da war dann Paint 3D ganz cooler Einstieg, also, oder was heißt Einstieg, aber so nochmal ein anderer Weg, wo man einfach gucken kann, was geht eigentlich so, was kann man eigentlich so machen. Also ich arbeite sonst sehr unterschiedlich, mache eigentlich sehr viel und habe jetzt aber angefangen auch mehr zu malen. Oder also habe immer viel oder auch immer wieder gemalt und jetzt gerade aber relativ viel. Weil ich Design studiert habe, verdiene mein Geld viel mit Grafik und Ausstellungsaufbau. Ich bin Jan Barner. Ich bin Jan Barner. Ich habe auch sogar noch einen zweiten Namen. Ich habe auch so ein paar Künstlernamen, aber die sind eigentlich geheim. Ich will jetzt eigentlich weitergehen und irgendwann diese digitalen GIFs wieder in einen analogen Raum holen und eigentlich so kleine GIF-Maschinen bauen, die man dann eben, also kleine Maschinen, die man dann drehen kann. Als sammle ich gerade mal so Fahrradklingeln, worauf ich dann Metallplatten schweißen könnte und dann davon wieder wegbauen könnte und dann so kleine Skulpturen oder Installationen bauen könnte, aus denen man GIFs macht.